Good morning, our friends. Guten Morgen, liebe Freunde. And we are back again, continuing with our devotional. Wir sind wieder da und machen mit unseren Andachten weiter. John 13, verse 21. Johannes 13, Vers 21. And then Jesus was moved deeply in his spirit. Da wurde Jesus tief in seinem Geist bewegt. Looking at his disciple, he announced, Er sah seine Jünger an und verkündete, I tell you the truth, one of you is about to betray me. ich sage euch die Wahrheit, einer von euch wird mich verraten. This is a very, very strong statement. Das ist eine sehr, sehr starke Aussage, Because Jesus obviously knew what was about to happen. denn Jesus wusste ganz offensichtlich, was passieren würde. But I've always asked myself the question, why was he touched so deeply? Doch ich habe mir immer die Frage gestellt, warum er so tief berührt war. I personally don't believe that it is because he knew the pain that would happen to him. Ich persönlich glaube nicht, dass der Grund war, weil er wusste, welche Qualen er erleiden würde. I don't believe that's what touched him so deeply. Ich glaube nicht, dass ihn das so tief berührte. And I'll tell you why I don't believe that. Und ich sage dir, warum ich das nicht glaube. Now, of course, the Bible doesn't say why, so I only have my opinion. Die Bibel sagt uns nicht warum, also ist das natürlich meine Meinung. But he knew the whole time what would happen. Doch er wusste die ganze Zeit, was passieren würde. Several times he said, for this reason I've come. Mehrmals sagte er, aus diesem Grund bin ich gekommen. When Peter tried to stop him going to the cross, he rebuked Peter. Als Petrus versuchte, ihn davon abzuhalten, ans Kreuz zu gehen, da wies er Petrus zurecht. So what moved him, what touched him so deeply? Also was bewegte und berührte ihn so tief? Look, he did not look at his disciple and say, guys, I'm going to die. Er schaute seine Jünger nicht an und sagte, ich werde sterben. And that's what touches me very deeply. Und das bewegt mich innerlich so sehr. He looked at his disciple and he said, one of you. Er schaute seine Jünger an und sagte, einer von euch. And I think that's what touched him so deeply, Und ich glaube, es berührte ihn so tief, that he walked with Judas for 3.5 years. dass er mit Judas 3,5 Jahre unterwegs war. Now think, when Jesus sent out the disciples to heal the sick and cast out the devils and preach the gospel, Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, die Kranken heilte, Dämonen austrieb und das Evangelium predigte, sure, Judas was one of them. war Judas natürlich einer von ihnen. He was one of the 12. Er war einer der 12. But suddenly, the moment came when Jesus realized Aber plötzlich kam der Moment, in dem Jesus begriff, that the one that I love so deeply is going to finish his life terribly. dass der, den er so innig liebte, sein Leben furchtbar beenden würde. I wonder what Jesus feels like when he looks at his children. Ich frage mich, wie Jesus sich wohl fühlt, wenn er seine Kinder anschaut, The ones he loves so much. die er so sehr liebt, The one he's given everything for. für die er alles gegeben hat, And they mess up. und sie vermasseln es. You know, many times I thought it must hurt Jesus so much to see what the church does. Oft dachte ich, dass es Jesus so wehtun muss, zu sehen, was die Gemeinde tut. He loves the church. Er liebt die Gemeinde. He gave his life for the church. Er gab sein Leben für die Gemeinde. And yet so many of them just make a mess. Und doch vermasseln es so viele von ihr. And that has to touch him very deeply. Das muss ihn sehr berühren. Now look at verse 22. Jetzt schau dir Vers 22 an. Eyeing each other, his disciples puzzled over which one of them could do such a thing. Die Jünger beäugten einander und rätselten, wer von ihnen so etwas tun könnte. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? This is such a normal human reaction. Das ist so eine normale menschliche Reaktion. You know, which one could do such a thing? I would never do that. Wer macht denn so etwas? Ich würde das nie tun. You know, it is so strange how it is so deep in our human nature Weißt du, es ist so seltsam, wie tief es in unserer menschlichen Natur ist, that when we hear a warning, we think we would not do that. wenn wir eine Warnung hören, zu denken, dass wir das nicht tun würden. Do you know, in my many years of serving Jesus, In den vielen Jahren, in denen ich Jesus diene, I've several times had prophetic dreams and prophetic encounters with God hatte ich ein paar Mal prophetische Träume und Begegnungen mit Gott, where God showed me a terrible sin that would happen in one of his servants. in denen Gott mir eine schreckliche Sünde zeigte, die einem seiner Diener passieren würde.
and how it would destroy their lives. und wie es sein Leben zerstören würde. You know, and whenever I talked to them, they always had the same reaction. Immer wenn ich dann mit ihnen sprach, reagierten sie auf dieselbe Weise. No, I would never even think of doing something like this. Nein, ich würde niemals überhaupt daran denken, so etwas zu tun. You know, this is such a human but such a dangerous attitude. Das ist eine menschliche, aber auch so gefährliche Haltung. Because pride will always go before the fall. Denn Hochmut kommt immer vor dem Fall. This is just how it is. So ist es nun mal. You know, and we have to always guard our hearts from this attitude. Wir müssen unser Herz immer vor dieser Haltung bewahren. I remember last year I sat with a very close friend of mine. Ich erinnere mich, letztes Jahr mit einem sehr engen Freund zusammengesessen zu haben. And I was sitting and I was talking about certain area of the friend's life. Und wir sprachen über gewisse Bereiche im Leben meines Freundes. Because I just had some strange feeling. Denn ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl. And this friend said, never would I even think of doing something like this, Reinhard. Mein Freund sagte, niemals würde ich auch nur daran denken, so etwas zu tun, Reinhard. And then that friend did exactly that and committed that sin. Dann tat er genau das und beging diese Sünde. You know, I used to work for probably the most powerful evangelist of this century. Ich arbeitete mal für einen der vielleicht kraftvollsten Evangelisten des damaligen Jahrzehnts. And when that man fell into some terrible sin, Als dieser Mann dann einer furchtbaren Sünde verfiel, I found out that God used the great prophet David Wilkerson fand ich heraus, dass Gott den großartigen Propheten David Wilkerson gebrauchte. His name was David Wilkerson. That's it. And that man went to this evangelist and told him what the Lord showed him. David Wilkerson also ging zu diesem Evangelisten und sagte ihm, was der Herr ihm gezeigt hatte. And the man said, no, I could never do this. Der Mann antwortete darauf, nein, das könnte ich niemals tun. So isn't it interesting? The disciples looked at each other and they wondered who could do such a thing. Ist es nicht interessant, dass die Jünger sich gegenseitig anschauten und rätselten, wer zu so etwas imstande sei? But you know, there's something else in there too. Hier steckt aber noch etwas anderes drin. The disciples, they've known and watched Judas steal money. Die Jünger wussten und sahen, wie Judas Geld gestohlen hatte. They watched how they were fighting for position like John and James. Sie sahen die Positionskämpfe untereinander, wie bei Jakobus und Johannes. They watched Peter, how he made such a mess several times. Sie sahen, wie Petrus es mehrmals vermasselt hatte. And yet none of them had the idea to say, oh my goodness, this could be me. Trotzdem kam keiner von ihnen auf die Idee, oh mein Gott, das könnte ich sein. Let's always walk in humility. Lasst uns immer in Demut leben. Not in fear, but in humility. Nicht in Angst, sondern in Demut. Understanding it's the grace of God that keeps us stand. Mit dem Verständnis, dass es Gottes Gnade ist, die uns aufrecht hält. See you guys tomorrow. Bis morgen!